Der Campingplatz International Camping Village Etruria in Marina di Castagneto Carducci, direkt am Mittelmeer. Wer vorhat, in die Toskana ans Meer zu verreisen, den können wir den Platz wärmstens empfehlen. Warum? Relativ einfache Anreise. Von der SS1 oder E80 Livorno-Rom aus dem Norden, also von Deutschland kommend. Der Empfang sehr freundlich und teilweise auch deutschsprachig. Die Sanitäranlagen, ausreichend viel auf dem großen Platz verteilt, sind sehr modern und immer in einem top sauberen Zustand. Die Stellplätze sind individuell, im Allgemeinen aber sehr groß. Getrennt mit Hecken und bewachsen mit hohen Pinien als perfekte Schattenspender. Der Boden ist grobsandig und meist grasbewachsen. Durch die Größe des Platzes sind es 2 bis 10 Minuten zum eigenen angrenzenden Strand Etruria Beach. Ein kleines verstecktes Strandrestaurant mit Bar und eine kleine Strandbar extra, die sehr zu empfehlen ist. Täglich geöffnet, regulär von 17:30 Uhr bis 23:30 Uhr, doch meist eher und etwas länger. Und die beiden Barkeeper, Andrea und Enrico, sind klasse. Andrea spricht ein perfektes Deutsch. Es gibt sehr gute Musik und Drinks, die wirklich danach schmecken, wie sie sollten. Wir haben hier einige schöne Stunden bei informativer und lustiger Zusammenkunft mit Campern verbracht. Im Hintergrund die rauschenden Wellen mit einer frischen Brise salziger Meeresluft und vielen spektakulären Sonnenuntergängen. Die Dünen hier am Meer sind in ihrer Vegetation einmalig schön, mit Pflanzen bewachsen, die man so nicht kennt.
Auf dem Platz gibt es weiterhin eine große offene Pizzeria mit sehr guten italienischen Speisen und freundlichem Personal. Unmittelbar daneben ein Café mit leckerem Eis und Kaffeespezialitäten. Ein Non-Food-Geschäft mit Waren für Küche, Haushalt, Camping, Spielsachen und Souvenirs. Sogar einen speziellen Verkauf von Parfüms. Und eine kleine Metzgerei. Hier im Bild die beiden Besitzerinnen. Rechts steht die Besitzerin vom Non-Food-Geschäft, Parfüm- und Fahrradverleih und links steht die Metzgerin. Ein Obst- und Gemüsestand mit saisonaler Ware vom regionalen Anbieter. Auch ein mittelgroßes Lebensmittelgeschäft mit täglich frischen Brötchen und Brot, auch sonntags. Manchmal gibt es sogar einen Verkaufswagen mit frischem Fisch. Eine kleine Verleihstation für Fahrräder und oder einer kleinen Familienkutsche, die, wie wir gesehen haben, der ganzen Familie einen riesen Spaß bereitet. Apropos Spaß. Am Abend gibt es in der zentralen Anlage eine Disco für Kids. 2 junge Mädels als Animateure mit dementsprechender Musik auf Italienisch, Englisch und Deutsch. Lassen's so richtig krachen. Und die Kids ziehen alle voller Begeisterung mit. In der Zeit vom 16. Juni bis 9. September gibt es noch Animationen, worüber ich aber keine Auskunft geben kann, weil wir immer außerhalb der Saison Urlaub machen. Aber vielleicht kann das ja jemand in den Kommentaren schreiben. Wifi ist frei, aber nicht immer und 100% überall verfügbar. Doch wir konnten täglich unsere WhatsApp-Nachrichten erledigen. Ich muss noch eine Kleinigkeit erwähnen. Etwas unangenehm sind die vielen Ameisen, die durch alle Ritze des Wohnwagens auch ins Innere gelangen. Sie tun nichts, aber unangenehm ist es allemal. Es gibt eine perfekte Lösung für dieses Problem. Geht zu Frau Olivetti, der netten Besitzerin des Non-Food-Geschäftes. Ihr braucht nur weißes Pulver gegen Ameisen zu verlangen. Das Zeug um die Räder und Stützen des Wohnwagens oder Mobils oder rund ums Zelt gestreut und ihr seid die lästigen Mitbewohner los. Wesentlich angenehmer sind die vielen Zauneidechsen, die sich überall auf dem Gelände befinden. Sie sind aber sehr ängstlich und flink und belästigen niemanden. Die Amseln holten jeden Tag unerschrocken die restlichen Körner von unseren Körnerbrötchen auch für ihre Jungen ab. Und manches Mal sieht man auch Eichhörnchen, die in Windeseile über dem Campingplatz huschen. Als wir da waren, bauten sie mit voller Intensität an einem riesen Pool, der auch im Laufe unseres Urlaubs noch fertig wurde. Das extra große Planschbecken, ausgelegt mit sehr griffiger, rutschfester weißer Folie, der kleine Berg mit Höhle und die kleine flexible Hüpffläche mit Wasserfontänen. 2 Riesenrutschen sind das Highlight für kleine, größere und ganz große. Das Schwimmbecken mit Whirlpool und Massagedüsen rundet den ganzen Wasserspaß ab. Hier die Bilder vom Eröffnungstag. Das Pool bezahlt man einmalig mit 7 € pro Person für den ganzen Aufenthalt des Urlaubs an der Rezeption. Die Gastronomie kann von allen genutzt werden. Die großflächigen Grün- und Liegewiesen, bewachsen mit mediterran blühenden Sträuchern und Bäumen, können bald ganz genutzt werden. Bei uns war das Gras noch teilweise am Wachsen und deshalb gesperrt. Die weißen Liegen wurden nach 5 Tagen noch hinzugestellt und machen den angenehmen Aufenthalt am Pool komplett. Der kleine, angrenzende, abgesperrte Naturteich ist noch ein verbleibender Teil des urbar gemachten Moorgebietes.
Ich möchte hier noch kurz erwähnen, dass es auch Möglichkeiten gibt, auf diesem Campingplatz Urlaub zu machen ohne Wohnwagen oder Wohnmobil. Es gibt nämlich Luxus-Clamping in stabilen und zugleich abenteuerlichen Countryzelten bis 6 Personen oder Mobilheime. Beides in perfekter Ausstattung und ausreichendem Abstand vom Nachbarn. Für Familien mit Kindern sei noch zu erwähnen, dass sich in 2 Kilometer Entfernung vom Campingplatz der Freizeitpark Cavallino Matto befindet. Der Park erstreckt sich über eine Fläche von 60.000 Quadratmetern in einem Kiefernwald. Er verfügt über mehrere Achterbahnen, diversen weiteren Attraktionen und ausreichender gastronomischer Einrichtungen. Ja, dieser Campingplatz in der einzigartig schönen, von Natur umgebenen Landschaft der Toskana, direkt am Mittelmeer, ist für uns eine ehrliche Empfehlung.